Mein Name ist Carsten Witte. Ich habe zwei Rollen hier. Einerseits bin ich Vorstand des Vereins Jung und Krebs, der draußen auch einen Stand hat. Das ist eine Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene mit Krebs, natürlich auch Frauen mit Brustkrebs. Und auf der anderen Seite bin ich Psycho-Onkologe und Gesundheitspädagoge, angestellt im Zentrum für Strahlentherapie. Was das bedeutet, darauf gehe ich jetzt gleich mal ein. Wir möchten Sie in den nächsten 30 Minuten, rund 30 Minuten einmal in unsere Strahlentherapie-Welt abholen, in unsere Strahlentherapie-Praxis. Und da möchten wir Ihnen näher bringen, was bedeutet denn für uns eine optimale Rundumversorgung für Sie, die Patientinnen, die ja teilweise 3, 4, 5, manchmal 6 Wochen bei uns in Strahlentherapie jeden Tag sind. Wie sieht so eine Strahlentherapie aus? Welche akuten und modernen strahlentherapeutischen Mittel haben wir denn zur Verfügung, damit Sie möglichst schonend behandelt werden und möglichst zielgenau? Darauf geht dann der Dr. Weißenberger ein. Und dann würde ich gerne noch ein paar Einblicke zeigen. Wie sieht denn unsere Praxis aus, unser Praxisalltag? Weil oftmals, wenn Patientinnen bei mir sind in der sozialrechtlichen, in der psychosozialen Begleitung, dann haben sie sehr viel von Ängsten gesprochen. Oh je, ist das jetzt so eine große Röhre? Bin ich da im Bunker? Werde ich da jetzt verstrahlt? Und da möchten wir heute so ein bisschen diese Zeit nutzen, um Ihnen die Ängste zu nehmen, wie das Ganze denn eben aussieht. Ich würde gerne einmal kurz anfangen mit einem Statement. Was ist denn überhaupt eigentlich Gesundheit? Und da gibt es von den 60er Jahren eine Begriffsdefinition der WHO, 48. Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Und da finde ich schon ganz interessant, dass 48 schon herausgefunden wurde, dass es eben nicht nur das Freisein von Krankheit ist, sondern nämlich Gesundheit und Krankheit 3 Ebenen haben. Das ist die körperliche, selbstverständlich, das ist die seelische, aber auch die soziale. Und noch besser, finde ich, hat es der Professor Horelmann nämlich zusammengefasst: Gesundheit ist das Stadium des Gleichgewichts, Krankheit das Stadium des Ungleichgewichts von Risiko- und Schutzfaktoren auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene. Also selbst in einer Krankheit können Sie eigentlich ausgeglichen sein, wenn Sie wissen, Sie sind in guten Händen, Sie werden medizinisch gut behandelt, Sie haben Ansprechpartner für Ihre psychischen Belastungen und eigene Ressourcen. Und da möchte ich einmal kurz noch aufholen, bevor wir dann zur Strahlentherapie gehen, wie die Kollegin ja gerade schon gesagt hat, die Belastungen bei so einer Krebserkrankung, die sind multifaktoriell. Da gibt es einmal die direkten Belastungen von Erkrankung und Behandlung, da geht es um die Schmerzen, um das Fatigue, psychosomatisch, funktionell zum Beispiel. Ich leite im Verein Jung und Krebs, ich war selber krebserkrankt, hatte einen Tumor an meinem linken Arm, der funktioniert jetzt nicht mehr so, wie es mal war. Also bin ich da auch weiterhin den Rest meines Lebens in einer Art und Weise belastet, aber trotzdem im Gleichgewicht. Es gibt mit so einer Krebsbehandlung existenzielle und spirituelle Probleme, die Frage der Endlichkeit, der Sinnsuche in der Familie und Partnerschaft, verschieben sich auch die sozialen Rollen. Thema Kommunikation und Sexualität wurde ja bereits angesprochen. Und natürlich sagen wir in der Gesundheitspädagogik auch immer, Krankheit macht arm und Armut macht krank. Das sind existenzielle Herausforderungen, die ja teilweise in den Krankenhäusern hier im Brustzentrum und bei uns auch mit sozialrechtlicher Beratung etc. angegangen werden. Und das ganze Versorgungssystem, beschränkte Ressourcen, darauf gehe ich jetzt nicht mal direkt ein. Man sieht, Krebs ist eine Systemerkrankung. Aber wenn Krebs eine Systemerkrankung ist, der Körper ist betroffen, Körper, Geist und Seele, das ganze Versorgungssystem, ihr soziales Umfeld, wenn das Ganze betroffen ist, dann kann das ganze System aber auch zur Verfügung stehen, um sie wieder gesund zu bekommen. Und welche Ressourcen dem gegenüberstehen, sind auf der psychischen Ebene natürlich über diese psychischen Belastungen eben zu sprechen, in der Selbsthilfe, beim Psycho-Onkologen, einfach nur mit Freunden oder eben mit professioneller Unterstützung. Wir haben natürlich auf der biologischen Ebene einerseits die Medizin, die hervorragende im Diakonie- und im Kreiskrankenhaus, aber auch bei uns in der Strahlentherapie, bei den Kollegen der Onkologie, aber natürlich auch Ihre, die Sie selber haben, jeden Tag Bewegung, frische, gesunde Ernährung etc. Das sind ja auch alles Ressourcen auf der biologischen Ebene, Schlaf auch ganz wichtig und natürlich auf der sozialen Ebene, Familie, Freundeskreis, Selbsthilfegruppen. Und da versuchen wir im Zentrum für Strahlentherapie mit Ihnen ein therapeutisches Bündnis einzugehen. Wir sind ein Behandlungsteam und Sie spielen die wichtigste Rolle dabei.
Und die Frage ist, wie wir gemeinsam mit unseren Ressourcen, die wir in der Strahlentherapie haben, ihre Ressourcen stärken können. Und wie können wir in der Strahlentherapie bei uns ihr Patientenerleben positiv beeinflussen? Und da wird Herr Dr. Weißenberger gleich was dazu sprechen. Ich nehme es schwer an, vor 30 Jahren sah die Strahlentherapie anders aus, als sie jetzt eben aussieht. Und da würde ich gerne dann meinem Kollegen, nein, meinem Chef, die Worte überlassen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Wir hatten natürlich ursprünglich überlegt gehabt, als wir in Freiburg die Strahlentherapie gegründet haben, dass wir ein durchdachtes Konzept präsentieren. Es ist ganz klar, die Uniklinik ist hervorragend und wir wollten ein alternatives Konzept aufsetzen, was eben tatsächlich dieselbe Technik bietet, über die ich gerade berichten werde, aber eben letztlich eine familiärere Einbindung und auch die Einbindung dieser psychosozialen und psychoonkologischen Aspekte. Wir wissen nun, dass die Strahlentherapie bedeutet, dass die Patienten und Patientinnen 3 Wochen, manchmal 6 oder 7 Wochen, manchmal sogar länger bei uns sind. Und diese Zeit wollten wir nutzen, um eben diese zusätzliche Unterstützung möglich machen zu können. Jetzt gehe ich mal auf diese technischen Aspekte ein. Wir haben dieses Konzept, was diese Hightech-Geschichte einbindet, mit diesen ganzen vielen anderen Aspekten der Technik und der seelischen Unterstützung und dann selbst auch wieder mit ganz vielen Bezügen innerhalb des Brustzentrums so gut zusammenbekommen, dass wir, welche Ehre, von Siemens als Vorzeigeeinrichtung weltweit für den Brustkrebsmonat Oktober ausgewählt wurden und das wurde auch entsprechend kommuniziert. Das ist die Strahlentherapie. So sieht unser Medikament aus. Das ist ein Linearbeschleuniger. Das Entscheidende ist, jetzt gucke ich mal, ob ich den Laser hinkriege, der Strahl kommt hier raus und die Patientin liegt hier. Diese Armhaltung passt ganz gut, weil die Arme sind in dieser Haltung. Ganz klar, da liegt die Brust für uns frei und wir können die Brust bestrahlen von der Seite, ohne dass wir durch den Arm bestrahlen. Das setzt allerdings voraus, dass die Patientin einigermaßen gelenkig ist und keine Arthrose in der Schulter hat. Ansonsten funktioniert das nicht so gut, aber wir finden immer Wege, wie wir das machen. Grundsätzlich möchte ich da gar nicht näher drauf eingehen. Die Konzepte, wie die Strahlentherapie eingebunden ist, die ändern sich auch immer mal. Das Entscheidende ist, dass die Strahlentherapie wie die Operation eigentlich in allen Fällen dabei ist. Natürlich gibt es Einzelfälle, sehr frühe Stadien oder sehr alte Patientinnen, wo wir sagen, wir können auf die Strahlentherapie verzichten. Aber grundsätzlich muss man sagen, wird die Strahlentherapie beim Brustkrebs in fast allen Fällen diskutiert. Wo sie wegfällt tatsächlich ist, wenn die Brust abgenommen wird und es keine weiteren Risikofaktoren gibt, dann braucht es keine Strahlentherapie. Aber die Strahlentherapie ist bei der Brustkrebsbehandlung sozusagen ubiquitär überall mit vertreten. Das war genau die Frage, die ich schon hatte. Hier muss Strahlentherapie überhaupt sein. Das ist natürlich in vielen Patientengesprächen so die Ausgangsfrage. Warum überhaupt? Kann ich es denn weglassen? Klar ist natürlich, wenn bestrahlt wird, dann können wir verbleibende Tumorzellen noch abtöten. Und auch wenn der Operateur einen hervorragenden Job gemacht hat, so besteht immer das Risiko, dass im Randbereich oder weiter entfernt Tumorzellen verblieben sind. Und wenn wir eben bestrahlen, dann können wir das Risiko absenken, dass an der Stelle der Tumor wiederkommt oder irgendwo im Körper eine Streuung stattfindet. Und wir haben eben festgestellt, dass die lokale Tumorkontrolle, damit meinen wir in unserer Sprache, dass der Tumor in der Brust nicht wiederkommt, dass das durchaus eine ganz große Bedeutung hat, auch eben nicht nur für die Lebensqualität, sondern auch für das Überleben der Patientinnen. Aber natürlich, wenn man es schon machen muss, dann soll es so sein, dass es möglichst schonend ist. Und Schonung entsteht dann, wenn die Gesamtdosis oder die Dosis, die Menge, die wir geben, gesenkt werden kann und die Zeit, die die Patientin mit uns Strahlentherapeuten verbringen muss, kurz ist. Und an diesen beiden Punkten wird sehr heftig geforscht, immer noch. Und man hat eben gezeigt, dass man tatsächlich an beiden Schrauben drehen kann, ohne dass das Gesamtbehandlungsergebnis schlechter wird und ohne dass die kosmetischen Ergebnisse schlechter werden. Ganz im Gegenteil, man hat auch zeigen können, dass mit einer Verkürzung der Behandlungszeit und
mehr Einzeldosen am Tag, muss ja ein Ausgleich stattfinden natürlich, dass man damit auch kosmetisch ein besseres Ergebnis erreichen kann. Damit ist eine bessere Verträglichkeit gegeben und das ist genau das. Wenn wir in der Medizin immer an den Punkt kommen, dass wir sehr gut sind mit unserer Therapie, dann ist immer die nächste Frage, die folgen muss, kann man es auch kürzer, mit weniger genauso gut erreichen? Und dieser Frage müssen wir uns natürlich jeden Tag stellen. Das Lokalrezidivrisiko, wie schon gesagt, kann gesenkt werden. Das Gesamtüberleben kann verbessert werden mit der Strahlentherapie. Früher sah das ziemlich wild aus, wobei früher bedeutet für viele Einrichtungen auch noch heute. Wir haben inzwischen eine Einrichtung, die wir sehr schön etabliert haben, dass wir den Körper der Frau dreidimensional einscannen und millimetergenau sehen können, ob die Lagerung von einem Tag zum nächsten Tag immer gleich bleibt. Weil die gute Reproduzierbarkeit der Lagerung ist Voraussetzung dafür, dass wir millimetergenau bestrahlen können. Das bedeutet letztlich auch, dass wir eben die umgebenden Organe wie Lunge und Herz und Haut besser schonen können. Also dieses Bemalen, was man früher hatte, das ist längst rum. Hier wird nichts mehr bemalt bei uns, höchstens noch eine kleine Stelle, dass wir schneller finden und der Rest erledigt mittlerweile der Computer. Das sind auch mal die Punkte, die ich im Wesentlichen eigentlich nur angesprochen habe. Es geht darum, dass die Behandlung gut wirksam ist, dass sie wenig Nebenwirkungen zeigt, dass sie gut verträglich ist und eben relativ schnell stattfinden kann. Und das sind auch die Dinge, an denen eben an diesen Stellschrauben gedreht wird, dass man eben das bestrahlte Volumen verkleinern kann und die Nebenwirkungen damit eben verkleinern kann. Aber das setzt eben voraus, dass man zum Beispiel im Falle der Brustbestrahlung das Atmen berücksichtigt. Sehr gut, dass die Patientin atmet, aber wenn sie atmet, das können Sie bei sich selber feststellen, wenn Sie den Finger dran halten, tief einatmen, dann können Sie mindestens 4 cm Verschiebung feststellen, manchmal sogar mehr. Und das hat ja nichts mehr mit millimetergenauer Bestrahlung zu tun. Das heißt, eine Technik, die Atemgating genannt wird, die erlaubt, dass wir in einer definierten Atemlage bestrahlen. Und damit können wir tatsächlich die Dosis, die an Herz und Lunge ankommt, nochmal deutlich verringern. Ich sage Ihnen mal ein paar Zahlen. Die sollen jetzt einfach nur für die Verhältnisse stehen. Früher hat man einfach von vorne seitlich und schräg hinten bestrahlt und das ging einmal durch Herz und Lunge durch. Und gemäß der damaligen Leitlinien konnte das eine Dosis am Herzen und an der Lunge sein, die bei 66 Gray immer noch gemäß Leitlinien erlaubt war. Mittlerweile, durch diese Technik, dass wir auf ganz vielen Richtungen bestrahlen, sind wir auf ein Zehntel runtergekommen, auf etwa 6 Gray. Und mit dem Atemgating, das ich jetzt näher gleich erläutern werde, sind wir nochmal auf ein Drittel, das heißt unter 2 Gray angekommen. Also gestartet bei fast 67 Gray, jetzt unter 2. Und das ist der Grund, warum die Lunge sehr viel seltener auch reagiert auf die Bestrahlung, also Nebenwirkungen zeigt. Wie funktioniert das Gesamte? Naja, im Endeffekt ist es so, dass während die Patientin auf dem Bestrahlungstisch liegt, der Atembereich, also der Thorax, die Lunge, der Oberkörper gescannt wird und dann sieht man hier die Atemphasen, da ist der Laser, hier sieht man die Atemphasen und dann wird nur dann bestrahlt, Beam On, hier in diesen gelben Bereichen, wenn der ideale Bereich erreicht ist. Ansonsten schaltet man ab. Der Begriff Gating kommt aus der Elektrotechnik. Das zeigt dasselbe nochmal. Und wenn man das so mal darstellt, dann ist es halt tatsächlich so, das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn wir dieses Zielvolumen hier einzeichnen und die Patientin ausatmet, wenn beim Einatmen die ideale Position ist, dann würden wir hier nicht mehr unser Zielvolumen treffen. Deshalb schaltet da die Maschine aus. Ich gehe nochmal zurück. In dieser Situation haben wir einfach einen höheren Abstand, weil wenn die Patientin einatmet, natürlich die Lunge größer wird und der Abstand zum Herzen größer wird und auch natürlich die Lunge weniger belastet ist. Das heißt, man kann das so hin und her fahren und das ist das, was Atemgating ist. Und gleichzeitig haben wir als einer der ersten
auch in Deutschland, das kombiniert mit dieser Bestrahlung aus ganz vielen Richtungen, sodass früher konnte man das Atemgating nur machen, wenn man wieder auf die alte Technik, das man aus Standardrichtungen bestrahlt hat, zurückgefahren ist. Aber wir haben das kombiniert mit dieser Reduktion, wie ich vorher gesagt habe, auf 1/10 und dann konnten wir nochmal runtergehen auf 2 Gray. Das ist ein enormer Fortschritt. Die Strahlentherapeuten neigen immer dazu, dass sie sich auf diese technischen Aspekte kaprizieren. Zusammengefasst heißt das im Endeffekt eine schonendere Behandlung, wo Herz und Lunge weniger belastet werden. Das ist genau das, was mit Nebenwirkung gemeint ist. Hier ist das nochmal dargestellt. So eine Frage der Verträglichkeit. Dann gibt es natürlich aus dem Bereich der Forschung und den Studien auch Ideen, genauso wie man ja die Frage stellen kann, braucht man überhaupt bestrahlen? Kann man natürlich fragen, muss es immer die gesamte Brust sein? Teilbrustbestrahlung? Muss man sagen, ja, in einzelnen Fällen macht das tatsächlich Sinn. Haben wir auch in zahlreichen Fällen schon gemacht. Und dann wird eben nur ein Teil der Brust bestrahlt. Man muss sich genau überlegen, für welche Patientinnen das gut ist und wo es passt. Aber natürlich bedeutet es eine Reduktion der Nebenwirkungen, wenn ich weniger Volumen bestrahle. Und die Behandlungszeit, das ist natürlich das große Thema gewesen in der Strahlentherapie des Brustkrebs, die Hypofraktionierung. Das heißt, wir haben weniger Fraktionen, weniger Bestrahlungstage gegeben, haben eben statt 6,5 Wochen Bestrahlung plötzlich mit 3 Wochen sind wir ausgekommen. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die Überraschung in den Studien war eben, dass das Ergebnis, was die Tumorkontrolle angeht, also das Risiko, dass der Tumor wiederkommt, und auch die kosmetischen Ergebnisse und die Nebenwirkungen eben nicht wesentlich verändert waren. Aber auch hier gilt, dass wir in jedem Fall überlegen, ob das für die Patientin passt. Wenn eine starke Hautempfindlichkeit vorliegt, die Brust sehr groß ist oder der Tumor sehr seitlich oder sehr mittig saß, muss man sich überlegen, ob das mit 3 Wochen geht oder ob man das Standardschema noch braucht. Da ist in der Tat sehr wohl das eingetreten, was wir ja als Stichwort immer auch in der Onkologie haben, Individualisierung der Therapie. Genau, Vorgehen, genau, da ist zum Teil, wenn man eben die einzelnen Fälle betrachtet, muss man immer den Einzelfall diskutieren. Und da muss man natürlich sagen, im Hintergrund steht ja bei uns ein Tumorboard, wo die Kollegen des operativen gynäkologischen Bereiches, der Radiologie, der Chemotherapeuten und auch viele andere Bereiche, Pathologie zusammensitzen. Und da werden die Fälle besprochen und es wird eine Tumorboard-Empfehlung ausgesprochen. Und was ich dann mit den Patientinnen mache, ist, dass ich natürlich nochmal dann im Patientengespräch überlege, ob diese Tumorboard-Empfehlung passt oder ob es Gründe gibt, davon abzuweichen. Wenn ja, wird es wieder zurückgemeldet. Wenn es gut passt, dann ist das sehr schön und dann haben wir auch gemeinsam einen Beschluss gefasst, den die Patientin dann als Therapie erhalten kann. Genau, damit wäre ich schon durch. Ich wollte nicht noch mehr Technik und noch mehr Studien bringen. Im Bereich des Brustkrebs, das sei vermerkt, tut sich unglaublich viel, weil ja auch jede 8. Frau davon betroffen ist. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren ganz viele Verbesserungen erreichen können, gerade was das Überleben angeht. Aber noch ist es immer noch so, dass nach 5 Jahren 87% der Patientinnen leben. Das ist erstmal positiv, aber wir würden tatsächlich noch mehr Überleben erreichen wollen bei möglichst wenigen Nebenwirkungen. Das ist unser Ziel und da sind wir als Strahlentherapeut einfach Teil der Behandlungssäulen Chemotherapie, Operation und Bestrahlung bzw. Hormontherapie. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin sehr erstaunt. Die Zeit wurde eingehalten. Das passiert nicht so oft bei Herrn Weißenberger. Im Alter beginnt so eine Art Ich habe ihn gut erzogen langsam. Ich würde Ihnen gerne noch in den letzten paar Minuten dieser halben Stunde unsere Praxis etwas vorstellen, damit Sie sich ein Bild machen können. Wie sieht es denn überhaupt so aus in der Strahlentherapie und welchen Ablauf gibt es da, der sich bei uns seit ja über 10 Jahren eigentlich bewährt hat? Und wir haben anfangs ja die Frage gestellt, wie können wir mit unseren Ressourcen Ihre Ressourcen stärken? Und wie können wir Ihr Erleben einer Strahlentherapie positiv mit beeinflussen? Teilweise wurde das ja gerade schon genannt mit dem Atemgating, mit ohne Bemalen etc., solche Dinge. Und
Wenn Sie bei uns ankommen, Sie kennen das ja vielleicht, rechts sieht man die Diakonie nicht mehr ganz. Wir sind eben vor der Diakonie und haben auf der linken Seite auch das neue Gebäude dort, wo wir im 3. Obergeschoss Räume haben. Und das Interessante ist, rechts im Erdgeschoss befinden sich unsere beiden Strahlengeräte und die ganzen Gespräche, die Sie am Anfang haben, befinden sich allerdings hier im 3. Obergeschoss, weil natürlich ist hier bei tagtäglich 130 bis 160 Patienten viel los. Aber wenn Sie das erste Mal zum Gespräch kommen, dann wollen Sie vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe und nicht gleich die Hektik mitkriegen. Deswegen haben wir dort im 3. Obergeschoss sehr, sehr helle Räume, wo Sie erstmal das Erstgespräch mit dem Arzt oder mit der Ärztin haben. Eines der ersten Bilder damals vor über 10 Jahren, noch alles sehr grün, sieht nicht mehr ganz so aus. Wir haben da jetzt noch einen Taxistand vorne dran. Als Beispiel einmal der Eingangsraum, auch sehr hell in dem Bereich, wo das Strahlentherapiegerät steht. Eines der seltenen Bilder, wo man den Herrn Weißenberger auch rennend sieht. Den bringe ich immer, wenn wir. Das ist selten natürlich ist gut. Nein, was hier aber zum Beispiel zu sehen ist, ist der Eingangsbereich des 3. Obergeschosses. Wir haben alles versucht, sehr, sehr hell zu gestalten. Wir haben natürlich auch Kaffee-Tee-Bereich, wo Sie erstmal auch ankommen können. Wir haben auf 2 TV-Displays ganz viele Informationen für Sie, damit Sie sich erstmal zurechtfinden. Das Tolle ist, hier bei dem Gerät, das ist jetzt kein Strahlengerät, sondern ein PET-CT, dass wir keine Waldbilder brauchen, sondern den Wald direkt im Hintergrund haben. Draußen direkt am Moosweiher und hier eines unserer CTs bei der Diagnostik auch mit einem schönen Himmel vorne dran, damit Sie sich da eben auch wohlfühlen. Natürlich werden Sie ein Erstgespräch haben, wenn Sie zur Strahlentherapie kommen. Und das Interessante ist, die Strahlentherapie ist ja in der Regel am Ende des ganzen Behandlungsablaufes. Manchmal Chemotherapie, OP für wenige Tage in der Klinik und dann die Strahlentherapie bei uns. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn nach uns kommt die neue Normalität, in die Sie zurückkehren, allerdings mit sehr vielen Erfahrungen über Monate lang. Und da haben Sie bei uns ein Gespräch natürlich mit Herrn Weißenberger oder den Ärztinnen und die bleiben auch die ganze Zeit gleich. Also bei uns wird nicht durchgewechselt wie in manch anderen großen Institutionen, sondern wenn Sie erstmal Vertrauen mit einem Behandler aufgebaut haben, dann können Sie das dort auch weiter pflegen, weil da eben nicht mehr groß durchgewechselt wird. Wir haben bei uns eine Krankenschwester angestellt, die ist auch draußen am Stand vom Zentrum für Strahlentherapie für das ganze Wundmanagement. Die Kollegin hat ganz viele, wenn es benötigt wird, hochkalorische Drinks. Sie hat natürlich ganz viel Wundmaterial. Es ist nicht auszuschließen, dass es natürlich Nebenwirkungen gibt. Die werden aber bei uns vor Ort direkt behandelt. In der Regel bleibt es bei so einem kleinen Sonnenbrand. Dann gibt es ein paar Cremes, vielleicht noch Quarkwickel etc. Und das wird alles bei uns in der Strahlentherapie schon versorgt. Da werden Sie auch am Pflegegespräch am Anfang haben. Und mindestens einmal die Woche schaut die Krankenschwester oder ein Arzt, Ärztin eben da drauf. Also für die Nebenwirkungen haben Sie auch auf jeden Fall einen Ansprechpartner. Was Herrn Weißenberger, und das rechne ich Ihnen als Patientenvertreter, das bin ich ja auch sehr hoch an, dass er Inseln der Ruhe geschafft haben. Denn wir bieten für unsere Patientinnen mit der Kollegin Frau Tanja Sessler einmal zumindest kostenfrei einmal eine Aromamassage an oder eine Reiki-Behandlung oder sogar eine Kosmetikberatung. Weil wir wissen, das ist Stress, wenn Sie monatelang in Therapie sind und dort sich mal für eine Stunde hinzulegen und ob Sie jetzt an Reiki und heilende Hände glauben oder nicht, aber es ist eine Stunde Aufmerksamkeit, die Sie von einer Person bekommen, ohne dass Sie irgendetwas tun müssen und auch wieder zu Kräften kommen. Und das ist natürlich toll, wenn Sie sowieso bei uns in der Bestrahlung sind, dass Sie das dann noch zusätzlich annehmen können. Dann gibt es da so mich, das Ganze nennen wir psychosoziale Begleitung. Das, was natürlich in den Kliniken auch angeboten wird, das ist einerseits die sozialrechtliche Beratung. Typische Themen sind natürlich vor allem bei uns in der Strahlentherapie. Wie geht es danach weiter mit einer Reha, mit einer Anschlussheilbehandlung? Sollten Sie nicht zu uns kommen, sondern die OP das letzte sein Ihrer Behandlung, dann haben Sie natürlich diese sozialrechtliche Beratung mit Reha etc. dann auch in der Klinik bei den Kolleginnen. Genau, also die sozialrechtliche Beratung mit Schwerbehindertenausweis, Reha, wenn es manchmal Probleme mit der Krankenkasse gibt, das alles besprechen wir zusammen. Denn wir wissen und auch Sie, dass jeder zusätzliche Gang, den Sie als Patientin wahrnehmen müssen, sei es in die Krebsberatungsstelle oder woanders hin, ist nun mal ein Gang zu viel.
Und das Tolle ist, dass wir das bei uns in der Praxis anbieten können, was nicht heißt, dass man die Kolleginnen in der Krebsberatungsstelle nicht mehr braucht. Nein, aber wenn sie sowieso 3-4 Wochen bei uns sind, dann können wir uns auch noch treffen und diese Themen angehen. Und natürlich auch nicht nur auf die sozialrechtlichen Aspekte gucken, sondern auch auf die psychischen Belastungen, auf die Krankheitsbewältigung. Denn es gibt, haben wir auch in einer Studie von Siemens herausgefunden, es gibt nochmal 2 Schlüsselsituationen. Das eine ist natürlich die Diagnose, das andere ist, jetzt ist die Behandlung fertig, was passiert jetzt? Und da ist es toll, wenn wir da ins Gespräch kommen, um zu schauen, okay, welche Erfahrungen nehmen Sie mit? Wollen Sie vielleicht Ihrem Leben einen kleinen anderen Drive geben? Und das sind so diese Themen, die dann aufkreuzen oder präsent sind eben am Ende der Behandlung. Und wir sind natürlich in einem großen Netzwerk mit vertreten, mit den Kollegen von den Krankenhäusern, mit der Onkologiepraxis, mit Siemens, wie schon gesagt. Wir haben bei uns tatsächlich zur Frage Komplementärmedizin eine Kollegin, eine ärztliche Kollegin, die zertifiziert ist für integrative Onkologie. Das heißt, für Themen der Naturheilkunde, Nahrungsergänzung etc., auch Bewegung etc., ist die Frau Dr. Stegmeier bei uns zuständig, die direkt auch mit der Arbeitsgemeinschaft in der Deutschen Krebsgesellschaft zusammenarbeitet, dort die Weiterbildung gemacht hat. Also auch wir schauen bei diesen Themen gemeinsam mit Ihnen hin, wie wir Ihre Ressourcen stärken können, wie ich gerade schon gesagt habe. Und das sind so mal die vor Ort, aber auch darüber hinaus, mit denen wir zusammenarbeiten. Und viel mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen, außer wir sind für Sie da. Dankeschön.